Herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden. Heute mache ich für euch einen Kalbsrollbraten mit einer mega Marinade. Ach, was sage ich, schaut euch an, viel Spaß dabei. So, ihr habt ja gehört, heute gibt es bei uns ein Kalbsrollbraten. Das habe ich bei unserem Metzger geholt. Das ist ein Stück Kalbshals. Ja, erwischt, ich habe es nicht selber gemacht, aber ganz ehrlich Leute, wer macht sowas denn auch selber? Kann man machen, aber in diesem Falle, das Stück hat so super ausgesehen. Da habe ich nicht lange überlegt. Da muss ich natürlich auch nicht sehr viel vorbereiten. Da habe ich mir eine Marinade überlegt, die einfach mit ein bisschen mehr Zutaten auskommen muss, wie nur Salz, Paprika und Pfeffer. Dazu brauche ich Sojasauce, ich brauche einen süßen Senf, Tomatenmark, ich brauche Salz, Paprika, edelsüß, Knoblauchpulver, Pfeffer schwarz und eine Chili habe ich da drin. Dann brauche ich ein bisschen Honig und Ras El Hanout. Das bringt so das Orientalische noch mit rein, was ich immer ganz fein finde. Ja, vorbereitet ist dann soweit alles und wir beginnen sofort mit der Marinade. So, wir starten mal mit der Marinade. Kommt erst mal reichlich Salz rein. Der Kalbsbraten hat ja auch 2 Kilo. Und da kann man ruhig ein bisschen mehr an Marinade herstellen. Dann kommt Knoblauchpulver. Etwas Paprikapulver. Dann kommt noch ein Zwiebelsalz mit dazu. Dann habe ich hier Ras El Hanout, das ist der Hammer, das habe ich in Marokko mir mischen lassen auf so einem Markt. Das ist echt mega. Das bringt jetzt das Orientalische noch mit dazu. Dann kommt Tomatenmark. Honig für die Süße. Und eine helle Sojasauce. Wenn ihr nur eine dunkle habt, könnt ihr die natürlich auch verwenden. Jetzt habe ich noch eine Überraschungszutat und das wird Whisky sein. Da mache ich einen kleinen Spritzer mit dazu. So. Was es noch fehlt, ist der süße Senf. Wenn ihr keinen süßen Senf habt, tut es auch ganz normaler Senf. So, das sind jetzt alle Zutaten. Jetzt verrühren wir das mal und schauen uns die Konsistenz an. Wenn es zu dick sein sollte, können wir noch ein bisschen Flüssigkeit dazu machen. Sehe auch schon, braucht man noch ein bisschen. So, ich mache jetzt einen kleinen Schuss Wasser mit dazu. Wer Brühe hat, kann auch Brühe nehmen, aber das tut es jetzt auch. So ist es okay. Jetzt werden wir unser Kalbsbraten holen und werden den damit bestreichen. Unser Kalbsrollbraten wird es bestrichen mit der vorhin angefertigten Marinade. Und ich habe sie probiert, also die ist wirklich mega lecker. Ist so richtig schön ausgewogen, leichte Schärfe, leichte Süße durch den Senf und den Honig. Der Whisky bringt so eine leichte Rauchnote dazu. Und das Ras El Hanout, das ist natürlich mega. Jetzt drehen wir das Ganze einfach mal. Und das Ganze mache ich ja auf dem Monolith. Da habe ich so eine Rotisserie. Die werde ich dann später vorbereiten. Ich habe jetzt hier eine Marinierzeit von ca. 3 Stunden gedacht. Ja, 3 bis 4 Stunden. Man kann es natürlich auch über Nacht machen, was natürlich etwas effektiver wäre. Aber 3 bis 4 Stunden reicht vollkommen aus, weil die Marinade ja absolut intensiv ist.
So, der Kalbsrollbraten ist mariniert. Jetzt kommt er, wie gesagt, für 3, vielleicht reicht man auch für 4 Stunden in die Kühlung. Und dann sehen wir uns am Monolith wieder. So, es ist soweit. Wir starten unseren Monolith. Den habe ich schon mal vorbereitet. Da liegt schon der Aufsatz für die Rotti drauf. Kohle habe ich auch schon rein. Kommt unser Anzünder. Ich würde sagen, wir starten die Kohle und wenn die glüht, hole ich euch wieder mit dazu. So, keine 2 Minuten später glüht die Kohle schon. Jetzt schließen wir den Deckel und ich öffne mal oben den Kamin, dass das richtig durchzieht und ich strebe eine Temperatur an von 160 Grad. Und wenn das dann erreicht ist, seid ihr natürlich wieder am Start. So, da haben wir unser Prachtstück. Da habe ich schon den Spieß. Jetzt drehen wir das einfach mal ganz kurz. Und das ist schon kein Hexenwerk. So. Nummer 1 ist drauf. Nummer 2 schieben wir auch dagegen. Ich mache es hinten noch mal auf. Ich weiß nicht genau, wie weit ich vor oder zurück muss. Und wie gesagt, ich habe noch von der Marinade. Da kann ich im Notfall noch mal nacharbeiten. So, wir gehen mal rüber. So, wir sind so bei 160, 170 Grad. Wir öffnen mal kurz den Deckel. Ich habe Deflektorsteine drin, ich habe das Rost drin. Ich habe gedacht, ich stelle das einfach da unten rein. Dann brauche ich die Abtropfbleche nicht. Stecke das mal da rein. So, passt so ganz genau. Dann starten wir mal. Das funktioniert. Und er dreht sich. Richten wir es ein bisschen aus. Und jetzt Deckel schließen. Und der Kalbsrollbraten darf seine Runden drehen. Ich denke mal, so in einer Stunde werde ich mal wieder reinschauen. Und da seid ihr natürlich mit dabei. Ja, inzwischen sind tatsächlich 1,5 Stunden vergangen. Und wir öffnen mal den Deckel. Wir haben auch die Temperatur auf über 200 Grad erhöht. Und da schaut es euch an. Wir sind auf der Zielgeraden. Dauert nicht mehr allzu lang. Ich denke noch so halbe, dreiviertel Stunden, dann sind wir fertig und da sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt mal das ganze Innenleben von Monolith rausgeräumt. Und jetzt darf der Braten noch mal schöne Farbe annehmen, schön knusprig werden. Und ich habe jetzt auch alle Lüfterregler zu. Und jetzt lassen wir noch ein paar Runden drehen und dann kommt er runter. So, dann sehen wir es zum Anschnitt wieder. So, da liegt das Prachtstück, hat noch eine Viertelstunde ruhen dürfen. Ich habe das Netz schon mal entfernt. Und jetzt schneiden wir es einfach mal an. Ja. Sieht also richtig gut aus. Hervorragend. Oh, shit. Probieren. Jetzt probieren wir es. Ich habe es ja schon und dann gibt es Abschlussfazit. So, zum Fazit. Kalbsrollbraten auf der Rotti von Monolith habe ich auch noch nie gemacht, zum ersten Mal. Und ich muss sagen, ich habe das selber gesehen, funktioniert hervorragend. Und wie gesagt, Deflektorplatten müssen rein. Zum Ende dann ohne, dass der schöne Kruste kriegt. Und zur Marinade, ihr habt das selber gesehen, das war der absolute Hammer. Ein Geschmackserlebnis, das seinesgleichen sucht. Habe ich noch nie so gehabt. War richtig lecker. Und wie gesagt, Kalbsrollbraten, ja, den habe ich gekauft. Könnt ihr natürlich auch gerne selber machen. Und das Ganze, ihr müsst Zeit einplanen, ungefähr 3 Stunden, bis ihr dann am Ende alles gemacht habt. Aber ich habe es selber beim Ausschneiden gesehen, war noch leicht rosig. Hat richtig lecker geschmeckt. Was gibt es noch groß zu sagen? Probiert es aus. Es lohnt sich und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne abonnieren. Ein Kommentar ist immer gerne gesehen. Aktiviert die Glocke, verpasst ihr keine Videos mehr. Von uns bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.